People tend to spend a long time in their rehearsal rooms and they develop their expression a lot before they take it out live. So they don't just go out and play and play and play. They normally don't play before you have something that sounds rather interesting. Die Band We gibt es bereits seit 1993. In Norwegen haben sie Kultstatus. Ihr aktuelles Album Smugglers ging auf Platz 1 der Charts und 2004 haben sie dafür sogar den norwegischen Grammy, den Spelemannsprisen, erhalten. Thomas Fellberg ist ihr Sänger. There's no money with this prize. It's only this ugly, brass statue, which is bullshit. So, if there been money on it, every sports guy who wins something, they get money. And we get, a tap on the shoulder, thanks so very much for playing. What the fuck is that? Give us some money. Wie viele andere norwegische Bands haben We aber auch Geld vom Staat bekommen, um im Ausland auf Tour zu gehen. 2006 spielten sie unter anderem beim renommierten Wacken Open Air in der Nähe von Hamburg. Daraufhin erhielten sie das Angebot, im Vorprogramm der Deutschlandtour von Motorhead zu spielen. Aus logistischer Sicht ist das Touren bei uns auch unkomplizierter. It's easier to tour over a long stretch of time in Europe, mainland Europe, than it is in Norway because of all the mountains and woods and the great distances to the cities in Norway, which makes sort of traveling 7 days a week on a tour in Norway very difficult. But you can do that in Europe, mainland. You can easily do a 4 weeks tour, and that, of course, brings out the best and the worst in the band. It's like the old Vikings. We come down, with a non-compromise attitude of plundering, loitering, raping, looting, and getting home with a booty. Thomas here talked about the Viking spirit, which is interesting, but I think it's the do-it-yourself spirit of coming from a small country and having the thought you have to actually do it yourself, and lots of people thinking that way, from the small record labels to of course the artists. So that is the secret of success of the Norwegian music scene. I think so. Not being scared of actually going out of your little territory. Which is, of course, too small. Rühner versucht aber auch im eigenen Land Strukturen für die Musikszene zu schaffen. Er organisiert im Osloer Club Café Mono Konzerte und ist einer der Hauptverantwortlichen des Beilam-Festivals. Dies ist die wichtigste Plattform in Norwegen, bei der sich neue Bands präsentieren können. The Beilam Festival came at the end of the 90s. 11 people went together to make a festival like in the city or Popcom. To promote Norwegian music because it was shit. and it's been very important. And I've been booking it for the last 3 years now. And we had changed the focus from getting Norwegian bands up to getting the Norwegian bands out. Abends spielt im Café Mono Seasick Steve. Er kommt ursprünglich aus Amerika. Seit vielen Jahren lebt er nun in Norwegen. Seine Frau kommt hierher. In der lokalen Musikszene kennt er sich gut aus, da er bereits einige Osloer Bands produzierte. I think the thing that's special about the Norwegian music scene is that the people here have started to realize that they're as good as anyone else in the world, and that's given them like a whole nother confidence, and they're starting to make their place in the world, whereas before they felt shy and didn't feel as good as other people. So they're coming over that, and there's some real good bands coming out of here who are getting well known and things. So that's what I think about that. Die Menschen in Norwegen genießen eine hohe Lebensqualität. In der Rangliste der Vereinten Nationen belegt das Land seit einigen Jahren Platz 1. Es gibt genügend Arbeit. Jeder Bürger ist durch den Staat krankenversichert. Das Pro-Kopf-Einkommen liegt über dem vieler anderer Länder und das bei geringerer Arbeitszeit. Die traumhafte Landschaft ist für viele genauso wichtig.
Der deutsche Musiker Alex Gunja hat seinen Wohnsitz von Köln nach Oslo verlegt. Die Szene ist sehr interessant, es gibt sehr viele interessante Musiker. Es gibt viele Clubs, in denen man spielen kann. Es ist relativ einfach, Tourneen zu machen. Die Szene ist erstmal geschlossen, also erstmal brauchen die jetzt nicht unbedingt noch einen Musiker aus Deutschland. Wenn man aber anfängt, sich zu etablieren, wenn man erstmal mit den richtigen Leuten gespielt hat, Platten gemacht hat, dann wird man schnell aufgenommen und dann sind die Arbeitsbedingungen super. Alex unterrichtet an der Osloer Musikhochschule Gitarre und Improvisation. Arbeit und Freizeit bekommen in seiner neuen Heimat einen anderen Stellenwert. Der Norweger an sich hat es nicht so schwer. In Deutschland ist das Leben ein bisschen anstrengender, weil die Wirtschaft hier extrem gut funktioniert, ja, wesentlich besser als im Rest von Europa. Oslo ist die teuerste Stadt, jetzt vor Tokio, was so den Lebensunterhalt angeht. Und das merkt man einfach den Leuten an, das merkt man den Musikern an. Die Arbeitsbedingungen sind dementsprechend gut, jeder hat zu tun und die Musik ist einfach extrem entspannt. So, egal ob es laut und wild und hart ist, Metal, was auch immer, es ist trotzdem entspannt auf eine Art. Ist schwer zu beschreiben. Ich habe was darüber gelesen in der Zeitung, dass ich glaube 5 Generationen sind schon abgesichert. Die nächsten 5 Generationen, was Sozialstaat angeht und Renten und alles. Klingt absurd aus deutscher Sicht, aber hier ist das so. Die Gas- und Ölvorkommen machen es möglich, aber der Staat nimmt auch von seinen Bürgern viel Geld ein. Während man sich in Deutschland über 19% Mehrwertsteuer aufregt, zahlt man hier 25%. Genussmittel wie Alkohol und Tabak sind extrem teuer. Im März 2005 lädt der Rockpalast eine bis dahin noch unbekannte norwegische Band für ein Konzert nach Bonn ein. Washington. Das Publikum ist begeistert. Nach dem Auftritt erhalten sie einen Plattenvertrag in Deutschland. Wir besuchen die Band in Tromsø. Die Stadt liegt nördlich des Polarkreises in der Arktis. Hier arbeiten Washington in einem Haus der örtlichen Pfadfinder an ihrem zweiten Album. Det der er noe vi kan se litt nærmere på om vi skal prøve å få til rett og slett å spille på den riden mange ganger og i rett nok tempo. Så I maybe understood harder tempo, so it could be a little bit faster. What did you just say? We were just discussing whether or not we should play it with double ride hits or because it's really fast, so I have to. Yeah. I think I just have to rehearse a little bit more for myself. Well, I think this band is quite dynamic in our way of developing our own sound, because we've made one record with a very distinct sound, and then now on this next one we're kind of trying out different ways of making music, and I think we are all very pleased with how we make music, and I think we found what we wanted to find in music, and that's important. (1999) gründen Andreas, Esko und Rüne ihre Band. Die ersten Live-Erfahrungen sammeln sie in den lokalen Clubs. Wie die meisten Städte hat auch Tromsø einen festangestellten Rock-Consultant, der die jungen Bands unter anderem bei der Organisation unterstützt.
Robert Dürnes war früher Rockbeauftragter von Tromsø und konnte nicht nur Washing bei ihrer Entwicklung helfen. We have something called rock factories, 4 places in Tromsø, in different parts of the city, where we have rehearsal room with instruments and backline and instructors to help young people to learn to play and get better to play in bands. So that's one of the most important thing, was to organize this, and I think we have maybe a couple of hundred per semester to learn to play guitar or drum. So this is all paid by the government, or do the bands and the people who come there, do they pay as well? They pay a small fee, a couple of hundreds Norwegian per semester. So it's only to cover strings and sticks for the drummer and so on. So they nearly don't pay for it. So Tromsø Kommune pay all the rest, the instructors and the rent for the house and buy the backline and so on. Heute organisiert Robert das international renommierte Bukta und das Fucking North Pole Festival. Selbst hier, nah am Nordkap, gibt es eine gut funktionierende Musikszene. Musicians from the smaller places around Tromsø come to Tromsø and they form a band and become a band in Tromsø. And most of the bands in Tromsø are not from Tromsø. So it's just a center for students and musicians and film people and So I think, and as I told, do you have ambitions further than play in Norway? You move to Oslo or Bergen or Denmark or whatever. So we don't have most of the infrastructure you need to get a band out. We don't have any record labels. We don't have any management or booking agencies. We have a couple of festivals and good venues, but that's all. Die Stadt mit den 62.000 Einwohnern ist auch als Pforte zum Eismeer bekannt. Von hier startete der weltberühmte Polarforscher Roald Amundsen zu Beginn des 19. Jahrhunderts einige seiner Expeditionen. Trotz internationaler Proteste legen von hier regelmäßig Walfangboote ab. Im Studentenclub Driv spielt abends Marit Larsson. Als Teenager konnte sie mit dem Popduo M2M bereits internationale Erfolge feiern. Jetzt gehört sie als Solokünstlerin zu den großen Hoffnungen der norwegischen Musikindustrie. Well, it's going really well. The sales are good, and I've been on tour for 6 months now, and I'm just enjoying it. Really, music is such a big part of me that I'm so proud that I can do it as a living as well. So you're just touring right now, just in Norway, or have you also been abroad? Well, actually, we were just in Berlin at Popcom and played at Maschinenhaus, and that was really nice. So we're looking to release overseas, but we'll see how that goes. What is wrong with both feet on this side of the door? Oh, there is no easy way. I'll be the one who says, come closer, love. I can hear what you're saying. You don't make it easy, love. Well, I'm hoping that my music will reach as many people as possible. And I write in English so that other people will understand it, because there's only 5 million people who speak Norwegian. So I want to speak in English in my songs. And actually, I'm going to be released in India now, in the end of October. So I'm going there and doing promotion, and you have to start somewhere. I think at the end of the day, it's the music that counts. So I've been playing piano my whole life, and I started playing guitar when I was 13. But actually, it's true, because in school you have music classes and you learn some piano, some guitar, you sing songs, you learn to play by notes, you sing in choirs. That's something that everybody does. So music is a big part of the education in Norway.